Es wird Zeit für den viralen Cucumber Salad. Und ich zeige euch heute das Rezept. Also los. Das erste, natürlich das Wichtigste, wir brauchen Gurken. Also dieses Rezept hat ja der Logan irgendwie so ins Leben berufen. Der ist ja mittlerweile auch dafür bekannt, dass er der Gurkentyp ist auf TikTok, habe ich so das Gefühl. Naja, und der hat halt wirklich ganz verschiedene Gurkenrezepte in so einem Glas gemacht. Unter anderem eben diesen einen. Und ich glaube, damit ist er auch am viralsten gegangen. Also normalerweise, dieser Salat ist eigentlich ganz bekannt in Korea und wird eigentlich wie Kimchi immer zu allem Möglichen dazu gegessen. Und meine Mom zum Beispiel, die macht auch ziemlich oft Gurkensalate, aber immer auf deutsche Weise mit Joghurt und so richtig labbelig, das ist eigentlich total durchgesuppt. Und ich hasse diesen Gurkensalat, aber ich liebe Gurken. Und dann habe ich diesen Salat gemacht und Leute, oh. Und eins kann ich euch sagen, ich bin obsessed. Ich liebe diesen Gurkensalat so, so sehr. Und deswegen dachte ich, machen wir jetzt mal ein langformatiges Video daraus. Und wir reden jetzt gar nicht mehr lange rum. Wir starten jetzt. Also, wir nehmen diese Gurken. Wir waschen sie als erstes, das habe ich schon gemacht. Und wir brauchen die jetzt überhaupt nicht schälen. Aber jetzt kommt der ganz wichtige Part. Und zwar, wir nehmen unsere Gurke, schneiden erstmal... Wow, das war laut. Und Kopf ab. Und das ist mit das Wichtigste. Wir nehmen jetzt die Gurke, legen das Messer so drauf. Und jetzt dürft ihr eurer Gewalt mal so richtig freien Lauf lassen. Denkt jetzt einfach an was richtig Blödes. Vielleicht ist heute irgendwas passiert, was euch richtig wütend gemacht hat. Jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt lasst es raus. Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. So, dass sie so aufbricht. Oh, das war keine so gute Idee. Shit. Ja, die Gurke hat ein bisschen Feuer abgelassen. So sieht unsere Gurke jetzt aus und das ist perfekt, wirklich. Genau so muss es sein. Jetzt hälften wir die einmal in der Mitte durch und schneiden wirklich auch so ein bisschen größere Ecken ab. Also könnt ihr es einfach so... Ja, so ein paar, einfach so grobe Stücke schneiden, damit das Ganze dann so aussieht. Dann kommt das Ganze hier rein und weil es so schön war, das Ganze nochmal. Und wirklich, das kann ich heute so gebrauchen, weil ich hatte heute nicht ganz so einen besonderen Tag, deswegen. Warum wir das Ganze machen? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so richtig. Auf jeden Fall wird die Gurke dadurch irgendwie, kriegt die so eine geilere Konsistenz. Und ich meine tatsächlich gehört zu haben, dass sie dadurch die Soße besser aufnimmt. Das kommt jetzt mit dazu. Oh yeah. Fertig sind unsere Gurkenstücke. So, und jetzt ganz wichtiger Part. Wir brauchen Salz und zwar eine große Menge Salz. Also ich würde sagen, es ist so ein Esslöffel Salz, also wirklich ordentlich ran. Machen hier dann ein bisschen was drauf. Und jetzt, ich hoffe, eure Hände sind gewaschen, kneten wir das nämlich so richtig schön durch, damit die Gurken da so richtig damit bedeckt sind. Also kneten wirklich die Gurken, damit dieser ganze Saft, das ganze Wasser nämlich aus den Gurken rausgeht. Und jetzt lassen wir das Ganze 20 Minuten stehen. So viel dazu. So, während der Spaß jetzt zieht, widmen wir uns jetzt der Soße. Ganz wichtige Base, wir brauchen erstmal eine runde rote Zwiebel und ganz viel Knoblauch. Die Zwiebel könnt ihr einfach in Scheiben schneiden. Also erstmal Schale weg, die brauchen wir nicht. Und zur Hälfte durch. Wisst ihr, was ich das Schlimmste an allen Gemüsesorten finde? Zwiebeln schälen. Ich hasse es. Und dann, wenn es dann nicht so hier, genau, Vorführungseffekt, wunderbar, genau das. Oh, wirklich, was ist das? Lass dich doch einfach schälen. Wenn Frau Anna eins nicht kann, dann ist es Geduld. Deswegen mache ich es manchmal einfach so, dass ich die äußere Schicht da abmache. Und die Schicht nehme ich dann meistens einfach zum Kochen. Also dann wirklich schön in kleine Scheiben schneiden. Schön dünn. Mein Messer müsste auch mal wieder geschärft werden. Und wirklich, dieser Salat, ich hatte ja jetzt am Wochenende mein erstes veganes Frauenretreat im Schwarzwald. Und da habe ich den auch gemacht und Leute, alle waren obsessed mit diesem Salat. Ich muss das Rezept denen jetzt auch noch aufschreiben und schicken. Die haben den alle so geliebt und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, dann muss ich das jetzt hier mit der Welt auch öffentlich mal im genauesten Detail erklären, wie ich diesen Salat mache. Wisst ihr, was ich so gern können würde? Wie so ein richtiger Profikoch Gemüse schnibbeln. Wo ich einfach so in der Welt rumgucken könnte und dann geht meine Hand dann nur tak. Dieses Chop, 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 ihr hört das auch, ne? Das kann ich überhaupt nicht. Ich bin richtig schlecht im Schneiden. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und der Spaß kommt dann erstmal hier rein. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu unserem Knoblauch. Oh, meine Augen fangen schon langsam an zu tränen. Junge, geh doch mal da raus. Okay, perfekt. Ich würde sagen,
Also ihr könnt auch weniger Knoblauch nehmen, aber wenn ich eins liebe, dann ist es Knoblauch. Ich mache jetzt mir einfach 4 Zehen da rein. Oh, meine Augen. Wer hat diese Zwiebeln dahingestellt? Wie das schön in die Nase zieht. Ich glaube es ja wohl nicht. Bin eine richtige Memme, was Zwiebelschneiden angeht. Das kann ich aber nicht. Räumt die mal jemand weg? Wir nehmen unsere wunderbare Knoblauchpresse. Wirklich, es gibt keine bessere Erfindung. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man Knoblauch klein schneiden muss. So, und pressen den hier erstmal richtig schön rein. Die ist außerdem noch neu und die funktioniert einfach so geil. Ja, richtig schön knuffi. Muss heute nirgends mehr hin. Ich kann heute Nacht richtig schön muffeln. Wunderbar. So, und jetzt widmen wir uns der Soße. Dafür hole ich euch mal ein bisschen näher ran. Als erstes nehmen wir 2 Esslöffel Sesamöl. Wie das riecht, Sesamöl ist einfach so was Geiles. Dann nehmen wir Sojasauce. Auch so, ja, noch ein bisschen vielleicht. Agavendicksaft für die schöne Süße. Ein bisschen Chilipulver. Das ist kein Muss, aber gibt dem Ganzen einen schönen Pfiff. Eine Runde Pfeffer. Den Saft von einer Limette. Für die schöne Säure. Macht es am besten nicht wie ich, sondern nehmt eine Zitronenpresse. Damit bekommt ihr auf jeden Fall viel mehr raus aus dem Saft. Ich mag es nicht ganz so sauer, deswegen glaube ich, reicht mir das persönlich schon. Aber eigentlich könnte eine ganze rein. Und zu guter Letzt nehmen wir noch ein Stückchen Ingwer. Und das dann einfach in kleine Stückchen schneiden. Also eins kann ich euch sagen, das riecht jetzt schon so abgöttisch gut. Und den Ingwer schneiden wir wirklich richtig schön klein, weil man soll da jetzt nicht so auf so riesen Stücke beißen. Also wirklich ganz fein schneiden. Man könnte den Gurkensalat jetzt auch mit diesen Spiralgurken machen. Habt ihr das auch schon gesehen? Also das kann man machen. Dann sieht die Gurke aus wie so ein Würmchen. Also das habe ich auch schon gemacht. Also sehr lustige Angelegenheit. So, das sieht doch gut aus. So, das kommt hier auch noch rein. Und zu guter Letzt eine richtig ordentliche Portion Sesam. So, dann mixen wir das Ganze mal. Wirklich, ich wünschte, ihr könntet das riechen. Das ist purer Genuss. Ich liebe das so sehr. So, also damit ist die Soße jetzt fertig. Was ich jetzt noch reinmache, das ist eigentlich nicht in dem Rezept, ist Koriander. Das ist ja auch so ein Phänomen für sich, ne? Da hatte ich am Wochenende auch wieder Gespräche drüber. Manche finden, es schmeckt einfach nur widerlich nach Seife. Ich finde, es gibt nichts Besseres für asiatisches Essen. Koriander obendrauf. Immer ein Muss. Deswegen kommt es da auf jeden Fall auch noch drauf. Aber wir gucken jetzt mal nach unseren Gurken. Und ja, das sieht schon sehr gut aus. Das zeige ich euch hier auch nochmal ganz kurz im Close-Up. Dieses Wasser, seht ihr das, was da jetzt da rauskommt? Das wird alles weggeschüttet. Das brauchen wir nicht, weil das ist jetzt auch super salzig. Und dann am besten einmal kurz die Gurken abwaschen, damit dieses ganze Salz dann nochmal ein bisschen mehr rausgeht. Aber dadurch, dass wir die Gurken ja am Anfang schon so doll gesalzen haben, kommt in die Soße nämlich kein Salz mehr, nur noch die Sojasauce, weil die ist ja auch oft relativ salzig und es reicht dann vollkommen aus. Das Wasser erstmal weg und ein bisschen abwaschen. Und es ist wirklich echt krass, wie viel Wasser da auch entsteht. So, und das ist jetzt perfekt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die Gurken sind so ein bisschen weicher. Irgendwie sind sie von der Konsistenz so ein bisschen anders. So, und basically war es das jetzt eigentlich schon. Jetzt füllen wir die ganzen Gurken hier in unsere Soße und mixen das schön ineinander rein. So. Oh Leute, ich habe so Bock. Oh yeah. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Also einarmig zu filmen ist wirklich nicht easy, aber ihr sollt ja auch schön diese Mixprozesse hier sehen. Schaut euch das an. Oh mein Gott, ich habe so Bock. Ich habe ehrlich so krass Bock. Schaut euch das an. Hammer. Ja, absolut perfekt. Anna ist happy. Ah nee, halt, noch nicht. Der Koriander fehlt noch. Den zerreißen wir jetzt einfach mal so ein bisschen da oben drauf. Bisschen für die Schönheit, nochmal ein bisschen Sesam oben drauf. Jetzt bin ich happy. So, ihr Lieben, und jetzt machen wir zusammen den Taste-Test. Das Ganze muss natürlich mit Stäbchen gegessen werden, weil, hallo, koreanischer Salat muss, das ist ein Muss. Ich liebe es außerdem mit Stäbchen zu essen. Also, cheers! Oh. Ja. Hammer. Einfach geil. Also ich könnte den rauf und runter essen, wirklich.
Also ich finde, der Koriander passt da wirklich 1A rein. Also falls ihr Koriander mögt, würde ich euch das definitiv empfehlen. Also basically war es das auch schon. Also falls ihr dieses Baby noch nie gemacht habt, bitte macht es mal. Das ist für mich wirklich die allerbeste Art, einen Gurkensalat zu machen. 1000-mal besser wie der von meiner Mom. Sorry Mami, ich hab dich lieb und sie ist wirklich die beste Köchin. Aber in dem Punkt muss ich ihr widersprechen. Weil, boah, kann ich einfach gar nicht mögen. Dieses Sahnezeug und nee, ich lasse mir das so schmecken, so wie unser Bananengirl immer sagen würde. Fand ich eigentlich ganz geil, jetzt so das Rezept mal zu zeigen. Kann ich vielleicht nochmal machen, oder? Damit, gute Nacht, over and out.